Viele von euch haben darauf gewartet, Black Ops 6 wurde in Warzone integriert und jetzt geht es darum, den perfekten Einstieg zu haben, um möglichst schnell besser zu werden. Und damit das klappt, seid ihr hier genau richtig. Ich werde euch die wertvollsten Tipps an die Hand geben, damit euer Einstieg perfekt wird. Viel Spaß! Ganz kurz zu mir, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Aimfuchs und auf meinem Kanal dreht sich alles darum, euch zu einem besseren Call of Duty Warzone-Spieler zu machen, beziehungsweise allgemein euch zu einem besseren Shooter-Spieler zu machen. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr mich gerne unterstützen und ein Abo, Like und Kommentar da lassen. Vielen Dank. In Black Ops 6 gibt es ja das Prestige-System wie früher. Das wird auch in Warzone integriert. Das bedeutet, immer wenn du Level 55 erreicht hast, kannst du prestigen und bist wieder auf Level 0. Das heißt aber auch, dass deine freigespielten Perks und Waffen nicht mehr verfügbar sind. Die Aufsätze zwar schon, die Waffen kriegst du aber erst wieder an dem jeweiligen Level. Jetzt ist es aber so, dass die Waffen aus MW 2 und 3 von vorher, also aus den vorherigen 2 Call of Duties, auch in Warzone integriert sind. Das heißt, wenn du Prestige, kannst du auch auf diese Waffen zurückgreifen. Die sind aber höchstwahrscheinlich, das ist immer so, schwächer. Also die aktuellen Meta-Waffen kommen definitiv von BO6. Das sollte man sich also genau überlegen. Meine Empfehlung, bist du jemand, der vielleicht maximal 2-3 Mal die Woche für 1, 2, 3 Stunden Warzone zockt, dann würde ich dir nicht zu empfehlen zu prestigen, immer auf Level 55 im ersten oder Nuller Prestige zu bleiben, damit du immer die aktuelle Meta spielen kannst, wenn du dann mal zocken willst. Bist du aber ein sehr engagierter Spieler und weißt eigentlich, du wirst die Prestige auf jeden Fall durchspielen, dann würde ich dir eben empfehlen zu prestigen. Das Radar ist das wichtigste Instrument in Warzone, ja, um seine Spielzüge strategisch richtig ausführen zu können und überhaupt ein guter Spieler zu sein. Die richtigen Einstellungen zuerst. Macht das Radar quadratisch, denn wenn es quadratisch ist, seht ihr in den Ecken effektiv mehr, als wenn es rund ist. Macht das Radar größer, also es einfach größer ist auf dem Bildschirm und stellt die HUD-Grenzen so ein, dass das Radar weiter nach innen rückt, dann ist der Weg vom Auge von der Mitte nach oben nicht so weit. Und nehmt euch jetzt ganz kurz die Zeit und hört ganz genau zu, denn es ist super wichtig. In Warzone ist es so, dass die Gegner in roten Rauten anders als im Multiplayer in roten Punkten angezeigt werden. Über diesen Rauten kann dann beispielsweise ein Pfeil oder darunter ein Pfeil nach unten angezeigt sein. Das bedeutet, der Gegner ist entweder irgendeine Ebene über oder unter dir. Ist gar keine Raute zu sehen, ist er auf deiner Ebene. Wenn es einen roten Rahmen um das Radar herum gibt, dann bedeutet das, dass du gerade im Radius des gegnerischen Radars bist. Das heißt, er hat dich auf dem Schirm auf seinem Radar und das solltest du wissen und speichern, denn es beeinflusst maßgeblich deinen Spielstil bzw. deinen nächsten Move. Außerdem können am Rand des Radars auch nochmal rote Pfeile erscheinen. Die können auch oben im Kompass erscheinen. Die sind dann nicht mehr auf deinem Radar selbst zu sehen, aber das bedeutet oder zeigt dir an, aus welcher Richtung die Gegner gerade kommen. Und jetzt nochmal kurz der Unterschied zwischen einem normalen UAV und einem Advanced UAV. Bei dem normalen UAV sind es ja so Wellen, wie man das auch von einem Radar kennt. Das sind also keine Echtzeitdaten. Wenn dir also ein roter Punkt dann angezeigt wird, dann kann es sein, dass zwischen den beiden Wellen, dass er sich schon weiter bewegt hat. Also dass er nicht exakt an der Position ist, an dem er dir auf dem Radar angezeigt wird. Bei einem Advanced UAV ist das anders. Das sind Echtzeitdaten. Davon kannst du auch da wird dir jede Millisekunde die aktuelle Position auf dem Radar angezeigt. On top zeigt dir das Advanced UAV auch keine Punkte, sondern Pfeile an, was dir ermöglicht, auch zu wissen, in welche Richtung der Gegner aktuell guckt. Und ich möchte noch hinzufügen, dass man unterscheidet zwischen Radarpings, die aufgrund der Tatsache kommen, dass du oder einer deiner Mitspieler ein UAV gezogen haben. Und es gibt die Waffenpings, also wenn der Gegner keinen Schalldämpfer drauf hat, schießt, dann erscheint der Gegner auch auf deinem Radar aufgrund eines Waffenschusses, was man dann Waffenping nennt. Es ist hier wichtig zu unterscheiden, denn wenn du oder deine Mates gerade wissentlich kein Radar gezogen oder UAV gezogen haben und du trotzdem diese Pings siehst, dann ist dort ein Gegner. Aber da solltest du immer im Hinterkopf behalten, dass das dann in dem Moment ein Waffenping ist, denn die Wahrscheinlichkeit, dass sein Mate, also noch ein gegnerischer Spieler in der Umgebung ist dann sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit existiert natürlich auch bei einem normalen Radar, wenn zum Beispiel einer der Gegner ein entsprechendes Perk hat, dass er nicht auf deinem Radar erscheint. Aber das sollte man trotzdem einmal verstanden haben, wissen und immer im Hinterkopf
Kopf behalten. In Call of Duty kommt Movement for Aim. Das ist gerade für die Einsteiger extrem wichtig zu verinnerlichen, den Knoten im Kopf zu lösen, denn die meisten kommen, sagen wir, von Counter-Strike oder Valorant, da gilt eigentlich Aim for Movement. Hier ist es anders. Erst moven, dann aimen. Ich möchte euch jetzt ein paar Einstellungen bezogen aufs Movement nennen, die ihr erst, wenn ihr euch das Video weiter anschaut, versteht, warum die so wichtig sind. Erstens, Taktiksprint würde ich auf Anmachen und Verzögerung alle auf 0. Das bedeutet, ihr braucht keine extra Taste zu drücken, um zu sprinten, beziehungsweise um zu laufen oder auch zu sprinten. Zweitens würde ich unter erweiterte Bewegungseinstellungen, gerade als Tastatur- und Mausspieler, 2 Einstellungen vornehmen. Das erste ist, dass du das Gehen bindest. Bei mir ist das auf Alt. Das heißt, wenn ich das drücke, bewegt sich mein Charakter ganz langsam. Das Omni-Movement ist außer Kraft gesetzt. Ich möchte euch jetzt ganz kurz und knapp alle Movement Basics erzählen, beibringen, die ihr im Laufe der Zeit euch unbedingt aneignen solltet. Denkt immer dran, Movement kommt vor Aim. Es ist elementar wichtig, um ein guter Spieler zu werden. Erstens, Slide Canceln. Das bedeutet, ihr slidet und brecht es mittels Leertaste oder der Sprungtaste ab. Das ist also die Basis für alles, wenn man so will, Thema Movement. Zweitens, Dropshotten. Dropshotten ist etwas schwieriger als früher, weil das Omni-Movement hier eine Rolle spielt. Wenn ihr nämlich den Taktiksprint anhabt und dabei beim Schießen euch dann hinlegt, dann kann es passieren, dass er hechtet. Um dem entgegenzuwirken, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfache ist, immer erst ins Visier gehen, dabei schießen und dann hinlegen. Dann gibt es das Jump Slide. Ihr könnt also springen und dann in den Slide reingehen. Da könnt ihr riesen Distanzen mit überbrücken, seid sehr schnell, kommt sehr schnell um Ecken, könnt den Gegner dadurch verwirren, euch einen Vorteil verschaffen. Hier gibt es auch nicht nur das Dropshotten, sondern auch das Slide-Droppen. Also ihr geht hin, slidet und geht dann ins Hinlegen über. Früher war es so, dass man dann gesprungen ist. Also so das Bunny-Hoppen, sage ich mal. Aber das Slide-Droppen ist auch sehr effektiv. Das könnt ihr auch kombinieren mit Sliden, hinlegen und sofort wieder aufstehen. Also das ist auch eine beliebte Methode, um sich hier fortzubewegen, um Ecken zu klären. Dann gibt es natürlich das altbewährte Sneak Peeken. Also wenn ihr in der Erhöhung hoppt, dass ihr euch immer hinlegt und wieder aufsteht. Hinlegt und wieder aufsteht. Das ist eine fortgeschrittene Movement-Mechanik, die ich euch aber sehr ans Herz legen würde, diese zu verstehen und auch zu lernen. Aber auch hier kommt das Omni-Movement wieder ins Spiel, was das Ganze noch schwerer macht als vorher. Aber hier kommt wieder die Taste Alt gehen ins Spiel. Ich habe das übrigens in einem Video sehr ausführlich erklärt. Wenn ihr nicht genau wisst, was ich meine, es aber lernen wollt, verlinke ich euch hier jetzt ein Video, wo ich das Dropshotten und das Sneak Peeken nochmal im Detail erkläre und wie ihr das am besten meistert. Das Slide Droppen und Sneak Peeken lässt sich auch dann wieder sehr gut kombinieren. Ihr kommt um eine Ecke, slidet hinter eine Erhöhung und geht dann ins Sneak Peeken über. Sehr starke Movement-Mechanik. Es gibt eine sehr hilfreiche Neuerung, die ihr unbedingt in euer Gameplay mit einbinden sollt, besonders wenn ihr schnell wegkommen wollt oder aus der Zone herausrennen wollt. Und zwar könnt ihr, indem ihr die Nahkampftaste gedrückt haltet, zum Messer wechseln und damit habt ihr unlimitierten Taktiksprint. Kommt also sehr schnell voran. In Warzone empfehle ich euch auf jeden Fall die Kletterhilfen, wie hier zu sehen unter Tastatur, Maus, Bewegung, Kletterhilfe und mehr Anzeigen alle auf auszustellen. Weil in Warzone ist es ja so, dass man oft wegrennen muss, man hat keine Rüstung mehr, man muss sich währenddessen plattieren. Wenn ihr jetzt durch so ein kleines Fenster springen wollt, wo so eine Erhöhung ist und ihr habt die Kletternhilfen an, dann hechtet der automatisch darüber, wenn ihr drauf zulauft. Dann wird aber die Animation des Plattierens unterbrochen, sodass die Platte nicht gezogen wird, was extrem kritisch sein kann und jetzt endlich oft so ein Fight entscheiden kann. Deswegen wollt ihr nicht durch diese Erhöhung hechten, sondern springen. Das heißt, ihr müsst dann auch Leertaste effektiv drücken und dadurch springen. Damit aber dann der Charakter nicht doch automatisch hechtet, würde ich die Kletterhilfen hier auf jeden Fall ausstellen. Zudem hat man ja manchmal so Situationen, wo man hinter einer Kiste ist und dann so einen Jumpshot machen will. Also man springt, guckt über die Kiste und schießt. Wenn man dann aber das automatische Klettern anhat, dann hängt er sich an die Kiste und man kann den Jumpshot nicht machen. In den Tastatur- und Maus-Einstellungen unter Kampf gibt es die Einstellung erweiterte Kampfeinstellungen. Und hier würde ich euch empfehlen, beim Sprinten bricht Nachladen ab, das auf Ausstellen. Denn anfangs hatte ich mich auch verwundert,
Immer wenn ich im Taktiksprint war, hat er das Nachladen abgebrochen, was sehr störend war. Ganz kurzer Exkurs zum Thema Grafik-Settings. Ich kann euch da empfehlen, macht euch nicht einen zu großen Kopf. Habt ihr mehr als 140 FPS oder 130 FPS ständig, macht euch keinen Kopf, dann seid ihr good to go. Wenn ihr doch das Beste rausholen wollt, empfehle ich euch grundsätzlich immer alles auf Leistung zu stellen. Ich habe in meinem anderen Video, was ich jetzt hier verlinke, meine Grafikeinstellungen gezeigt. Wenn ihr die übernehmt, dann holt ihr mit das Beste raus und seid auf jeden Fall good to go. Wir kennen es aus dem alten Warzone, oft erscheint ja fast in Augenhöhe irgendeine Benachrichtigung, die einen stört. So auch die Waffenbenachrichtigung, wenn man die beispielsweise gelevelt hat. Geht auf Einstellungen, auf Interface, auf Gameplay Hub, scrollt ganz runter und hier könnt ihr die Sichtbarkeiten ändern. Wenn euch übrigens was fehlt, liegt es wahrscheinlich daran, dass hier die Sichtbarkeit auf 0 steht. Das stellt sich schon mal gerne selbst um, ist mir auch schon passiert. Hier können wir mal ein bisschen rumspielen, aber ich würde euch unter anderem empfehlen, die Medaillenbenachrichtigungen etwas transparent zu machen, damit euch das im Spiel nicht nervt. Also Thema Granaten bin ich nach wie vor immer noch der Meinung, da muss man mal schauen, wie es sich jetzt herauskristallisiert, aber besonders als Einsteiger, und das ist ja immerhin ein Einsteiger-Guide, empfehle ich eigentlich die Rauchgranate in Warzone, denn die Rauchgranate ermöglicht es dir immer wieder aus brenzligen Situationen herauszukommen, indem man einfach einen Sichtschutz kreiert. Natürlich kann man auch ein Stim spielen, aber das ist eher was für fortgeschrittene Spieler aus meiner Meinung. Und bei der Primärgranate würde ich eigentlich als Anfänger oder ja eben Einsteiger auch eher etwas in Richtung Haftgranate oder Granate nehmen. Je nachdem wie der Spielstil ist, man ein bisschen defensiver spielt, macht auch eine Mine Sinn. Oder natürlich, aber es ist auch eher etwas für Fortgeschrittene, das Wurfmesser, um halt seine Kills zu finishen. Aber am Anfang macht man noch nicht so viele Kills, also geht da eher auf die Granate, Haftgranate oder Granate. Auch ein Blick in die Perks bzw. Extras darf hier natürlich im Einsteiger-Guide nicht fehlen. Bei den blauen Perks tendiere ich zwischen, ist immer natürlich die Frage, was hat man schon freigespielt und was nicht, prestigt man ja oder nein. In dem Fall tendiere ich jetzt zwischen Gewandtheit, er reduziert Waffenbewegung beim Sprinten, Rutschen und Hechten und den Sturzschaden, also früher war das ja auch Bergsteiger, steckt da zumindest mit drin. Oder Überlebenskünstler ist vielleicht auch noch gut, habe ich aber noch nicht probiert, aber ja, da regenerierst du schneller deine Gesundheit und die Verbündeten beleben dich schneller wieder und die Regeneration beginnt nach 3 Sekunden. Also zwischen den zwei würde ich hier tendieren. Bei dem zweiten Extra ist es im Moment ganz klar Sprinter, weil da hast du unbegrenzten Taktiksprint. Das heißt, man muss dann nicht extra das Messer in die Hand nehmen, um unbegrenzten Taktiksprint zu haben, was schon ziemlich stark ist, finde ich. Und dann würde ich, ja, Spurenleser kann man auch machen, klar, ne? Das kennen wir, dann sind die Spuren praktisch sichtbar vom Gegner und der wird automatisch markiert, wenn du auf ihn schießt, ist auch gut. Oder Zusammenflicken, das Töten von Elitekämpfern oder Anlegen von Panzerplatten löst die Gesundheitsregeneration aus, ne? Also ist klar, wenn du einen killst, Elitekämpfer meine ich, ist mal der Gegner mit gemeint, dann löst die Regeneration aus. Ja, und ermöglicht das Anlegen von Panzern mit einer Hand. Gesundheitsregeneration wird durch Waffen, Nahkampf und Wurfmesserabschlüssen ausgelöst. Also das ist auf jeden Fall auch empfehlenswert aus meiner Sicht. Und hier beim gelben Perk ist es unter anderem Gang-Ho, dann kannst du nämlich nachladen im Taktiksprint. Resolut. Ja, bei Erlebnisschaden durch Beschuss wird das Bewegungstempo erhöht, ist auch nicht schlecht, um wegzukommen, um ehrlich zu sein. Was ich hier auch noch gut finde, klar gehärtet, das kennen wir auch von vorher, dass man nur 2 Platten zieht. Und auch Aufmerksamkeit ist so wie alarmiert. Also da würde ich zwischen den 4 tendieren. Probiert alles mal aus und findet das, was euch am besten gefällt. Ein kurzer Einblick in die aktuelle Meta darf auch nicht fehlen. Das kann sich aber in nächster Zeit schnell ändern, wenn jetzt die ersten Updates kommen. Ich spiele hier diese Wildcard, das bedeutet, ich kann 8 Aufsätze aufsetzen. Overkill kann man natürlich auch spielen, um 2 Primärwaffen mitzunehmen, aber ganz ehrlich, ich hole mir mein Lodi mit meiner Waffe und zuvor habe ich sowieso meistens eine gute Zweitwaffe gefunden oder kaufe sie mir dann halt am Shop. Deswegen würde ich mir eher diese Wildcard einstecken. Und wir sehen hier, ich spiele die XM4 und das sind meine Aufsätze. Und die ist auf jeden Fall super stark, die Waffe. Und man hat sie ja auch schon von Anfang an, wenn man prestigt. Also das ist auf jeden Fall auch ein Grund für die XM4. Was kann ich euch noch empfehlen? Die Model L, die habe ich so gebaut. Auch hier habe ich wieder 8 Aufsätze. Ist auf jeden Fall auch eine sehr starke Waffe. Und als MP, da gibt es mehrere gute, aber unter anderem die PP919.
Die level ich mir gerade auch noch hoch. Also ich habe auch längst noch nicht alles freigespielt. Die kann ich aber auch empfehlen. Ich zeige euch hier noch kurz mein Bild aktuell. Wobei, wie gesagt, ich level gerade noch. Das heißt, es sind jetzt nicht die finalen Aufsätze. Noch ein kleiner Tipp zum Bodenloot, zu den Waffen. Es gibt grün, blau, lila, gold. Gold ist das beste, grün ist das schlechteste. Und es gibt auch rot, wobei rot meiner Meinung nach die von einem Low, die kommen, also sind die so gesehen nochmal besser als die goldenen oder gleichwertig. Damit ihr das einordnen könnt, seht ihr eine goldene Waffe, nehmt die auf jeden Fall. Und da es ein Einsteiger-Guide ist, möchte ich auch ganz kurz das neue Rucksacksystem anreißen bzw. erklären, denn es ist ein bisschen anders als zuvor. Man sieht hier das Rucksacksystem, man hat für alles einen fest vorgegebenen Slot. Man kann also nicht mehr Smokes oder überhaupt Granaten oder andere Dinge wie UAV oder Prezi stacken. Man kann davon immer nur entweder oder, also beispielsweise ein Prezi oder ein UAV mitnehmen. Man kann auch nur 6 Platten mitnehmen, es sei denn, man findet eine entsprechende Weste, die wir hier sehen. Da gibt es einmal die Munitions- und die Plattenweste. Findet man die Plattenweste, kann man 12 Platten mitnehmen. Findet man die Munitionsweste, kann man mehr Munition mitnehmen. Also wenn ihr so eine Weste seht, auf jeden Fall anziehen. Ich empfehle eher die Plattenweste, weil das ist schon stark, 12 anstatt 6. Seid in Warzone kein Opfer in der Luft und zieht den Fallschirm möglichst spät. Jetzt endlich wollt ihr ja auch schnell unten am Boden sein, um möglichst schnell zu looten, um möglichst schnell kampfbereit zu sein. Damit euch das immer gelingt, sei eine Sache erklärt. Wenn ihr die verstanden habt, dann wird es sehr einfach für euch, das auch einzuhalten. Stellt euch vor, euer Charakter hat einen Peilsender am Bauch. Dieser misst den Abstand zur Oberfläche unter euch, also zum Boden. Und wenn der, sagen wir einfach mal 10 Meter beträgt und ihr diese Grenze unterschreitet, also 9 Meter beispielsweise, dann könnt ihr den Fallschirm nicht mehr ziehen und ihr klatscht auf. Wir alle kennen das. Wenn ihr jetzt aber auf eine Häuserkante zufliegt, dann misst der ja den Abstand zum Boden und nicht zur Häuseroberfläche, was euch ermöglicht, den Fallschirm kurz vor knapp, also kurz vor der Häuserkante zu ziehen. Somit habt ihr die Zeit in der Luft auf ein Minimum reduziert und seid kein Opfer in der Luft und möglichst schnell bei eurem Loot. In dem Zusammenhang würde ich euch auch empfehlen, dass man das automatische Fallschirmziehen auf Aus stellt. Außerdem empfiehlt es sich beim Wiedereinstieg ganz weit oben mal ganz kurz den Fallschirm zu ziehen und sich einen Überblick zu verschaffen, wo keine Gegner sind und dann da zu landen, weil sonst macht es keinen Sinn, man geht nach dem Wiedereinstieg wieder down und die Runde ist vorbei. Wenn wir schon mal beim Thema Bewegung sind, ihr solltet wissen, Movement kommt vor Aim, wie eben erklärt, auch wenn ihr Räume oder Ecken cleart. Ja, nutzt das sogenannte Peeker Advantage und slidet um die Ecke. Immer in Bewegung um die Ecke gehen. Ein langsames um die Ecke gehen wird immer bestraft in Call of Duty. Man sollte sich immer einen Vorteil verschaffen, denn die meisten Kämpfe gewinnt man aufgrund diesen Vorteils und nicht aufgrund eines besseren Aims. Gerade für Einsteiger gibt es da einen besonderen Tipp, der sehr hilfreich ist, und zwar das Thema Map-Kenntnisse. Wenn du die Map gut kennst, Laufwege kennst, die vielleicht nicht jeder kennt, kannst du in stressigen Situationen diese vielleicht nutzen, um den Gegner zu überraschen und dir einen Vorteil zu verschaffen. Also lande am Anfang ruhig mal an verschiedenen Spots, um diese Spots auch kennenzulernen, damit, wenn dann beispielsweise die Endzone in diesem Spot endet, du auch schon die besten Wege dort kennst. Thema Gasmaske, wir alle kennen es, aber um eine Runde gewinnen zu können und am Ende gut dazustehen und vielleicht sogar Gasplays machen zu können, ist es natürlich enorm wichtig, eine Gasmaske zu haben. Also kümmert euch immer um eine Gasmaske. Wenn ihr keine findet, kauft eine am Shop. Powerposition, Thema Game Sense. Ich predige das in meinen Warzone, Coachings ja immer. Und zwar ist es enorm wichtig, eine gute Game Sense zu haben. Aber dazu mache ich nochmal ein extra Video. Also liked und abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt und zu einem besseren Spieler werden wollt. Aber jetzt mal in Kürze. Die Langzeitentscheidung der Game Sense ist ja die, dass man strategisch spielt. Ich empfehle also immer bei Wiederauferstehung, bis die Wiederauferstehung endet, das auch auszunutzen und eigentlich jede Konfrontation zu suchen, denn nur so bekommt ihr Übung. Ihr müsst die Gegner bekämpfen, um Zweikämpfe zu üben. Nach der Wiederauferstehung würde ich euch empfehlen, einen Schalter umzuschalten und strategischer zu spielen. Das bedeutet, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wo du gerade bist und wo die Mitte der Zone ist und wo die womöglich endet. Und dann gehst du noch einen Schritt weiter und suchst dir eine sogenannte Power-Position. Das bedeutet, du suchst dir eine, oder die beste Position, am besten mittig in der Zone. Das heißt, das ist eine Position, die im Highground ist und oder mit einer guten Deckung ist. Und da gehst du hin und
farmst dann noch möglichst viele Kills und versuchst dich dann von Power-Position zu Power-Position zu bewegen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit von mehr Kills enorm und auch, dass du bzw. du und dein Team die Runde gewinnt. Die Wahrscheinlichkeit steigt auch enorm. Und ein besonders hilfreicher Tipp, gerade für die blutigen Einsteiger ist, nehmt euer Gameplay auf. Das habe ich auch gemacht und ich kann euch versprechen, ihr werdet enorme Leistungssteigerungen merken. Ich weiß, als Einsteiger ist es etwas viel und auch schwer, aber falls es zu den Situationen kommt, versucht man zu denken, bei einer Mehrzahl der Gegner, 1 gegen 2 Situationen beispielsweise, versucht immer, das Schaf von der Herde zu trennen. Also versucht, wenn es 2 Leute sind, euch so lange zu bewegen, bis klar ist, dass die 2 sich vielleicht getrennt haben, um dich von 2 Seiten anzugreifen und sucht dann schnell die Konfrontation gegen einen der beiden. Immer 1 gegen 1 Situationen ausspielen. Jeder Profi macht nichts anderes. Und natürlich, wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte. Also nutzt jede Third Party aus zu eurem Vorteil. Das ist richtig, ich habe gesagt, man soll immer möglichst viel in Bewegung bleiben und eigentlich nie stehen bleiben. Nichtsdestotrotz müsst ihr lernen, so einen Pacewechsel in euer Spiel einzubauen. Denn manchmal ist es sinnvoll, auch einfach mal stehen zu bleiben und zu horchen, was um einen herum passiert und sich vielleicht auch mal ein bisschen anzusneaken. Also versucht immer, ein guter Spieler kann halt in den richtigen Situationen entscheiden, okay, ich muss mich kurz ruhig verhalten, ich bin hier in der Unterzahl, die sind sehr nah beisammen, ich will die Schaf von der Herde trennen, so in diese Richtung, ja. Oder man weiß, okay, jetzt ist schnelles Movement angesagt und ich muss jetzt Vollgas geben, aber für den Anfang einfach mal so ein bisschen im Spiel einbauen, kurz wegrennen, hinter die Tür vielleicht mal verstecken, kurz warten und dann den nächsten Move planen, auf die entsprechenden Informationen warten und die dann eben umsetzen. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr weiterhin besser werden wollt in Warzone, dann könnt ihr mich jetzt gerne abonnieren, ein Like da lassen und auch kommentieren. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt in der Anfangszeit von Warzone oder kommt unserem Discord-Channel, auch da könnt ihr mit mir spielen. Ich spiele einmal die Woche mit euch zusammen und da haben wir eine Menge Spaß. Wenn ihr effektiv an eurem Aim arbeiten wollt, kommt auch in den Discord-Channel und schaut euch jetzt unbedingt dieses Video an.